Pegasus, ein Staatstrojaner, der von der israelischen Firma NSO Group weltweit an Staaten verkauft wurde. Ein Staatstrojaner, der genutzt wurde, um politische Gegner, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten systematisch zu überwachen. Ein Trojaner, der von Deutschland oder genauer deutschen Sicherheitsbehörden gekauft wurde. Heute geht es um eine Cyberwaffe sondergleichen, verkauft von einer Industrie, die es nicht geben sollte, an Staaten, die sie nicht haben sollten, genutzt für Zwecke, die vom Verfassungsrecht verboten wurden. Und mittendrin sind deutsche Sicherheitsbehörden. Setzt euch, denn dieses Mal wird es wieder unschön. Herzlich willkommen zum Pegasus-Skandal. Bevor wir starten, kurz die Erwähnung, dass ihr selbstverständlich alle Quellen, seien es netzpolitik.org, Zeit Online oder auch ARD selbst und andere natürlich in der Beschreibung in einem Quellendokument findet. Bitte überprüft sie gehen natürlich etwas tiefer als mein einsames Video hier. Aber gut, lasst uns ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich passiert? Wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, dass Sicherheitslücken eher die Regel als die Ausnahme sind. Sie werden von Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforschern gefunden, an Unternehmen gemeldet und von diesen repariert. Die schlechtere Variante ist allerdings, wenn die bösen Hacker, die Black Hats, solche Sicherheitslücken finden und damit dann irgendwas Unschönes machen, wie zum Beispiel ein Unternehmen zu hacken, wichtige und vertrauliche Daten zu stehlen und danach auch noch verschlüsseln. Dieses Mal lief das allerdings etwas anders ab. Ein Unternehmen, die NSO Group aus Israel, hat einige Sicherheitslücken gefunden und zwar von der ganz harten Stufe. Sogenannte Zero-Day-Exploits, Schwachstellen, die also noch niemand kennt. Und wenn man die kombiniert hat, konnte man einzig und allein über die Telefonnummer des Handys das Gerät vollständig hacken und übernehmen. Speziell iPhones waren übrigens betroffen, aber auch Android-Geräte. Bei der Installation wurde zunächst ein versteckter Jailbreak ausgeführt, mit dem der israelische Staatstrojaner Administrator auf eurem Handy wurde. Also im Endeffekt mehr Rechte hatte als ihr selbst auf eurem eigenen Gerät. Anschließend konnte man Gespräche aufzeichnen, Adressbücher kopieren, alle Messenger abhören, Fotos machen und damit nicht nur WhatsApp, sondern natürlich auch Messenger wie Telegram, Signal, Wire, Threema und die ganzen anderen natürlich auch noch mit überwachen. Man konnte den Standort ermitteln, sowie auf den Browserverlauf schauen, alle Passwörter auslesen und alle Dokumente, Fotos, egal ob in der Cloud oder nicht, herunterladen und sich angucken. Kurzum, man konnte alles machen und all diese Funktionen hatte die NSO Group in ihrer Software namens Pegasus integriert. Das ist jetzt also nicht graue Theorie, sondern wurde auf richtigen Präsentationen so vorgestellt und beworben. Übrigens, eins von diesen Dokumenten, wo das so beworben wird, ist natürlich auch in den Quellen unten verlinkt. Ja, das Ganze war 2016. Im Jahr 2020, also letztes Jahr, wurden Amnesty International, einer Menschenrechtsorganisation, eine Liste mit über 50.000 Telefonnummern in einem geheimen Leak zugespielt. Daraufhin haben sich weltweit mehr als 80 Journalisten an einer Recherche beteiligt. Darunter die Süddeutsche Zeitung, Zeit Online, The Guardian und The Wire. Ich glaube, die Namen kennt man durchaus, zumindest teilweise. Und die Ergebnisse waren absolut erschreckend. Doch bevor wir dazu kommen, sei mal ganz kurz gesagt, Apple hat die Lücken mittlerweile repariert und ihr könnt selbst eure Handys überprüfen, ob ihr betroffen seid. Das Tool ist in der Beschreibung verlinkt. Allerdings heißt das nicht, dass ihr safe seid, sorry. Denn Pegasus ist weiterhin nicht weniger aktiv. Die NSO Group verkauft die Software weiterhin, auch an Deutschland. Deutschland nutzt die Software weiterhin und sie haben angekündigt, also die NSO Group hat angekündigt, dass Pegasus ohne Unterbrechung weiterhin komplett funktionieren wird. Denn man hat noch weitere Zero-Day-Schwachstellen, die Apple nicht bekannt sind und könne damit alles hacken, was man möchte. Das sagen sie selber. Ich hatte ja vorhin von einer Liste mit über 50.000 Telefonnummern gesprochen. Das waren die, die Pegasus von einem überwachenden Staat verpasst bekam. Das Erschreckende daran, darunter waren Politiker, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Anwälte vertreten. Bevor wir zu den einzelnen Schicksalen kommen, hier eine kleine Auswahl, wer auch davon betroffen ist. Zum Beispiel der Präsident von Frankreich, der Präsident des Irak, der König von Marokko, der Präsident Südafrikas, die Premierminister von Jemen, Libanon, Uganda, Frankreich, Algerien und Pakistan und der Präsident des Europäischen Rates.
Also das mal so als kleine Auswahl. Ihr seht also, das waren weltweit führende Regierungspersonen und diese wurden nicht von den Staaten, in denen sie lebten, überwacht. Emmanuel Macron, der französische Präsident zum Beispiel, wurde überwacht, obwohl Frankreich Pegasus, so wie es aussieht, gar nicht eingekauft hatte. So wie es scheint, das sagen zumindest die Berichte, war das vermutlich Marokko, die den Präsidenten überwacht haben, weil die wissen wollten, ob sich Frankreich an einige Abmachungen hält oder halt nicht. Pegasus wurde also tatsächlich zur Spionage von ausländischen Geheimdiensten eingesetzt, teilweise von totalitären Regimen. In Mexiko wurden besonders viele Fälle bekannt, etwa der Präsident, seine Frau, Kinder, Ärzte und insgesamt mindestens 50 weitere Personen aus seinem Umkreis. Dazu kam Alejandro Sola Linde, ein mexikanischer Priester und Menschenrechtler, und Cecilio Pinedo Bierto. Gerade letzterer ist ein sehr spezieller Fall. Bierto ist ein freiberuflicher Journalist in Mexiko gewesen. Er wurde im Jahr 2017 erwiesenermaßen überwacht und im März 2017 ermordet. Wie ihr wisst, regieren in Mexiko die Kartelle zu einem Großteil mit und damit ist nicht unwahrscheinlich, dass die Kartelle diesen Mord in Auftrag gegeben haben. Den Standort eines Gerätes kann man, wie wir vorhin gehört haben, mit Pegasus ziemlich gut orten. Es liegt also nahe, dass der Mord aufgrund des Pegasus-Trojaners stattfinden konnte. Nachweisen können man das aber leider nicht, denn von dem Tatort war das Smartphone verschwunden. Huch! Okay, man kennt's ja. Smartphones hat man immer dabei, nur wenn man ermordet wird, dann hat man sie natürlich nicht dabei. Lasst uns vielleicht näher rangehen. Mexiko ist ja vielleicht ein bisschen zu weit weg, ne? Lasst uns mal in Richtung Türkei schauen. Dorthin ist ein saudischer Journalist mit Namen Jamal Khashoggi geflüchtet. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, es tut mir leid, falls nicht. Er wurde kurze Zeit nach dem Hack aufgefunden und von bewiesenermaßen staatlichen Akteuren festgenommen. Während dem Verhör wurde ihm ein Finger abgeschnitten. Anschließend wurde ihm eine Substanz gespritzt und er habe 7 Minuten lang geschrien, bis er starb. Danach wurde er zerstückelt. Fun Fact: Genau diese Agenten, die er gefoltert haben und getötet haben, sollen scheinbar in den USA ausgebildet worden sein. Die NSO Group stritt lange ab, dass der Mord etwas mit Pegasus zu tun hätte, aber Amnesty International, die konnten tatsächlich nachweisen, dass Khashoggi mit Pegasus infiziert wurde, ebenso wie seine Frau 4 Tage nach dem Mord und ein türkischer Politiker und Berater Erdogans, der mit Khashoggi befreundet war. Immer noch zu weit weg. Lasst uns doch mal in die Europäische Union schauen. Dort gab es, so wie es aussieht, nur 2 Nationen, die Pegasus gekauft haben. Eine davon war Ungarn. In Ungarn berichteten mehrere investigative Journalisten davon, dass sie von Freunden in der Regierung gesagt bekommen haben, dass sie überwacht werden mit diesem Staatstrojaner, weil sie regierungskritische Artikel schreiben wollten. Einer davon war ein Artikel über eine zum Beispiel umstrittene russische Investmentbank. Die Regierung Ungarns hat versucht, die Aktivitäten zu verleugnen. Bedenkt aber, dass das nur die Fälle sind, die öffentlich geworden sind. Diese Liste ist keinesfalls vollständig und vermutlich sind noch sehr viel mehr Fälle nicht bekannt. Immerhin hatte allein die Amnesty International zugespielte Liste schon satte 50.000 Rufnummern in sich. Ihr findet noch ein paar weitere in den Artikeln, die ich euch unten verlinkt habe. Bedenkt aber auch, welchen Nutzen das den demokratischen Staaten bei einem Wahlkampf oder gar einer Wahl mit Smartphones, also kleinen Taschencomputern, die ja super per Zero Days gehackt werden können, sein kann. Mit demokratisch oder rechtsstaatlichen Prinzipien hat das dann nur noch sehr wenig zu tun. Und zuletzt bedenkt, an wen man wirklich drankommen möchte, wenn man investigative Journalisten hackt. Denn die Quellen, die Whistleblower, die sind meist anonym. Werden sie entdeckt, dann sind sie ganz schnell ausgeschaltet. Ich denke, es wird deutlich, dass das System Pegasus mit Rechtsstaatlichkeit wenig zu tun hat. Pegasus ist ein Staatstrojaner, das heißt eine Schadsoftware bzw. Malware, die von Staaten eingesetzt wird. Pegasus wurde von Aserbaidschan, Bahrain, Kasachstan, Ruanda, Togo, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Marokko, Mexiko, Indien, Ungarn und zuletzt auch von Deutschland gekauft. Auf der Kundenliste der NSO Group generell sind allerdings deutlich mehr als diese Länder, insgesamt 45 Stück, aber eben nicht unbedingt für Pegasus.
Dass aber Überwachungsmethoden wie der Staatstrojaner gegen Kriminelle eingesetzt werden, hat niemanden wirklich verblüfft. Das steht immerhin seit einigen Jahren auch bei uns im Gesetz verankert. Allerdings entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Pegasus nicht mit deutschem Recht vereinbar ist, weshalb nach dem Treffen der NSO Group mit Deutschland erstmal kein Kauf zustande kam. Die NSO Group war allerdings so erpicht darauf, Deutschland als Kunden zu gewinnen, dass sie mit dem Preis so lange runtergingen, bis das BKA irgendwann zuschlug. Laut der Zeit und der SZ soll das BKA 2020 den Pegasus-Trojaner eingekauft haben, ohne dass das Bundesinnenministerium davon wusste. Das behauptet zumindest das Bundesinnenministerium. Allerdings hat Angela Merkel höchst selbst den Einsatz von Pegasus verteidigt. Man handle, ich zitiere, auf der Basis von Recht und Gesetz. Am 7. September dieses Jahr gab es dann eine Sitzung des Innenausschusses des Bundestags zu dieser Affäre. Allerdings durfte die Öffentlichkeit und damit auch die Presse nicht rein. Die Pressemitteilung danach besagt, dass Deutschland tatsächlich Pegasus nutzt, aber eine angepasste Version, die mit der Rechtslage hier vereinbar sei. Alles nicht ganz so schlimm? Naja, nicht so ganz. Pegasus ist ein reines Spionagetool. Es nutzt Sicherheitslücken in Android, iOS und mehr aus. Das Tool wurde von totalitären Staaten für Spionage eingesetzt, gegen weltweite Verbündete, gegen politische Gegner, gegen Journalisten und gegen Menschenrechtsaktivisten. Kriminelle sind das nicht. Dieser Staatstrojaner hat also dazu beigetragen, dass kritische Artikel nicht veröffentlicht werden konnten, dass die Kartelle in Mexiko ihre Macht manifestieren können und dass Journalisten nachweislich getötet wurden. Genau dieselben Schwachstellen können aber auch von anderen Hackern genutzt werden. Die Ransomware-Gruppen Revil und Lazarus und noch viele andere sind mittlerweile höchst professionell als organisierte Kriminalität aktiv und richten Schaden in Milliardenhöhe an. Sie können genau dieselben Sicherheitslücken ausnutzen und eure privaten Geräte oder auch eure kritische Infrastruktur wie Strom- und Wasseranbieter hacken. Anbieter wie die NSO Group agieren in einer Industrie, die eine Überwachungsindustrie ist, welche Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und sogar die körperliche Unversehrtheit mit Füßen tritt. Sie dringt ein in den höchstpersönlichen Lebensbereich und fordert sogar Menschenopfer. Und du hast dieses Projekt mitfinanziert. Jeder von euch. Denn Deutschland hat der NSO Group Geld gegeben. Eure Steuergelder sind dazu benutzt worden, Journalisten zu töten. Und da wir nun auch offiziell Kunden der NSO Group sind, können die ganzen totalitären Staaten ganz geschickt sagen, dass sie immer noch wunderbar demokratisch sind. Immerhin hat die Regierungschefin vom demokratischen Land Deutschland den Einsatz ja auch verteidigt. Da kümmert es auch nicht, ob wir eine angepasste Version haben. Wir haben diese Firma mitfinanziert. Und das Ganze ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt so viele Staaten, die konstant an Sicherheitslücken forschen, nur um die Bevölkerung oder politische Gegner auszuspionieren. USA, China, Russland, Nordkorea, Israel, England und eben auch Deutschland. Erst kürzlich ist für den israelischen Staatstrojaner Candiru Auskunft bei den Behörden in Deutschland angefragt worden und eine Antwort wurde verweigert, weil es das Staatswohl gefährden könnte. Der Besitzer von Candiru ist übrigens Mitgründer der NSO Group. Ihr könnt euch also denken, in ungefähr welche Richtung das Ganze geht. Diese Cyberwaffen müssen verboten werden. Sicherheitslücken dürfen nicht gehortet werden, sondern müssen gemeldet und beseitigt werden. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kosten in Euro und Menschenleben jedes einzelne Jahr steigern. Liebe CDU, liebe SPD, ihr habt den Staatstrojaner für Deutschland beschlossen. Ihr habt Hackbacks in Deutschland gesetzlich rechtens gemacht. Ihr fördert den Tod von Menschen. Ihr fördert damit antidemokratische Organisationen wie Kartelle. Liebe Grüne, liebe FDP, auch ihr habt in Hessen bzw. in Nordrhein-Westfalen mit in der Regierung gesessen, als der Staatstrojaner beschlossen wurde. Ihr fördert den Tod von Menschen. Ihr fördert damit antidemokratische Organisationen wie Kartelle. Und zuletzt, liebes BKA, liebe Polizei und ganz besonders lieber Horst Seehofer, ihr fördert den Tod von Menschen, ihr fördert damit antidemokratische Organisationen wie Kartelle. Ihr fördert undemokratisches Verhalten und Diktaturen fühlen sich durch euer Verhalten legitimiert, Gleiches oder sogar noch Schlimmeres zu tun. Ich fordere hiermit nochmals, wie schon zig Male zuvor, eine absolute Notbremse. Wir dürfen Sicherheitslücken nicht sammeln, wir müssen sie finden und beheben. Und ich stehe damit nicht alleine.
Die Forderung kommt vom Chaos Computer Club und der AG Kritis seit Jahren. Die Forderung kommt von Netzpolitik.org, sie kommt von Amnesty International und von Reporter ohne Grenzen. Edward Snowden, ja, sie steht sogar in den Wahlprogrammen aller Parteien, außerdem der CDU drin. Und trotzdem unterstützt unser Land diese Technologie und die Überwachungsindustrie. Wie kann so etwas sein? Die Zeit zum Wählen war bereits, das weiß ich, ein Schlag war es, aber es wird nicht ausreichen. Daher schreibt euren Abgeordneten gerne eine E-Mail, schickt ihnen dieses Video, schickt es an euren Lieblingsstreamer zum Reacten und teilt diese Infos bitte. Einfach nur mit eurem Umfeld, mit Leuten, die euch nahestehen. Besprecht das einfach mal mit älteren Menschen, die das noch gar nicht kennen und kaum das Netz nutzen. Betreibt Aufklärung. Danke. Warte, wie macht man das? Peace, ich bin raus.